in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu meinem Spot-Report hier in Spanien, im Ebro-Delta in Trapacadur. Oh, da habe ich was Feines für euch aufgetan. Wer einen linearen Thermikwind gepaart mit einer riesigen Lagune, die mich an Lo Stagnone in Sizilien erinnert, sucht, ist hier im Ebro-Delta genau richtig. Ich bin heute mal den Spuren von Ben vom Kanal Freistil gefolgt und habe mir den Spot Trapacadur mal persönlich angeschaut. Und ich muss euch sagen, der Spot ist Schrott. Nein, das war gelogen, sondern er ist der absolute Hammer! Aber schauen wir uns die Gegend erstmal in der Übersicht an. Ausgelagert im feuchten Ebro-Delta, wo über Kilometer ein Reisfeld neben dem anderen liegt, befinden sich zwei Superspots vom Fluss getrennt. Von Europa aus ist man mit dem Flieger ruckzuck in etwa 2-3 Stunden in Reus bei Tarragona. Mit dem WOMO von Köln aus ist man 1525 Kilometer, etwa 17 Stunden unterwegs. Gehen wir mehr ins Detail. Den nördlichen Spot Rio Mar, der nur Luftlinie 10 Kilometer entfernt liegt, erreicht man leider nur über eine Brücke in Deltebre und muss dann satte 27 Kilometer fahren. Den gibt es in einem anderen Spot-Report. Um den südlichen Spot gibt es ein paar Campingplätze. Wer Camping nicht möchte, dem empfehle ich, über Buchungsportale zu gehen. Um ganz kurz und grob auf den Wind einzugehen, gibt es eigentlich nur Nordwind für Herbst bis Frühjahr oder Südwind im Sommer als thermisch vorherrschende Windrichtung zu nennen. Jetzt mal die Ansicht im Original. Da hier Platz ohne Ende ist, gibt es hier quasi nichts zu beachten. Außer, dass ihr, um herzukommen, auf jeden Fall ein eigenes Fahrzeug braucht. Direkt am Einstieg gibt es kostenlose Möglichkeiten zum Parken. Über die Sommermonate gibt es auch eine Strandbar und Toiletten. Übernachten am Spot ist hier absolut verboten. Durch die kleine Öffnung im Süden geht hier quasi fast alles von den Windrichtungen her. Am interessantesten ist aber der um 14 Uhr einsetzende Thermikwind. An Kiteschulen gibt es nur die mobilen Varianten, wie hier im ausgebauten kleinen LKW bei Spirit Kite. Durch den riesigen Stehbereich ist das Revier super geeignet für Anfänger. Die Locals sind hier super nett. Leider ist das Windgeräusch fürs Mikro zu laut, sodass man die nette Kiterin nicht versteht. Aber ich übersetze jetzt einfach mal für euch. Sie sagt, ich sei ein total süßer Typ. Und sie hätte da draußen auf dem Wasser noch nie einen so hübschen Kiter gesehen. Und dieser Checker dreht mit euch jetzt mal eine Runde auf dem Wasser. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um meine Session 1:1 nachzuvollziehen. Ich denke, zum Wetter in Spanien muss ich nicht viel sagen. Stabil und ganz schön warm. Der Nachteil vom Flachwasser: als Foiler muss man locker erstmal mindestens 200 Meter reinlaufen, bevor der Flügel frei fliegt. Und wer den Tramontana kennt, weiß, dass der ganz schön hackig werden kann. Was die Windausbeute angeht, ist es bei einem thermischen Spot immer ein Glücksspiel. Aber im Sommer stehen schließlich trotzdem 3 Wochen in der Statistik. Hier einfach nice to know, der Forecast für diesen Tag. Und genau so kam er auch rein, der Wind. Noch ein paar Zusatztipps und Infos für windfreie Tage können ja nicht schaden. Final
Mal gibt es noch ein paar schöne Einlagen von den Locals. Jetzt endet auch schon mein Spot-Report. Wenn er euch gefallen hat, teilt ihn einfach mit euren Freunden. Wem er besonders gut gefallen hat, der darf mir gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot-Report.